Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns alle Einhell-Akkuschrauber an und ich gebe meine Empfehlung ab, meine persönliche Akkuschrauber-Kaufberatung für Einhell. Wir starten gleich mit meinem Liebling, dem Einhell TPCD 1860. Der TPCD 1860 ist relativ feinfühlig mit 30 Umdrehungen minimal. 470 schafft er im ersten Gang maximal und ungefähr 1800 im zweiten. Er hat einen eher unangenehmen Ton und ist relativ laut. Das Bohrfutter ist relativ genau und es fühlt sich hochwertig an. Die Kupplung ist gut, die Haptik ist gut. Die Drehmomentwerte seht ihr unten, 21 Newtonmeter im ersten und 6,9 im zweiten. Und dann haben wir 18 cm Länge. Das ist sehr kurz und 1300 Gramm mit Griff solo. Natürlich ohne Akku. Mit Akku wird es dann mehr. Je nach Akku, den ihr verwendet, 300 bis 1 Kilo mehr. Für mich ist es einfach und bleibt der beste Akkuschrauber von Einhell auf dem Markt. Wieso? Er ist relativ kompakt. Er hat sehr viel Kraft, gute Umdrehungszahl, Verarbeitung ist gut, 10 Jahre Garantie auf dem Motor. Und Preis finde ich auch in Ordnung von 87 Euro. Kommen wir zum anderen sehr guten Akkuschrauber, den TCD 1840 Li bürstenlos. 33,6 Mindestumdrehungen, 350 im ersten, 1457 im zweiten. Ton und Lautstärke seien mehr als in Ordnung, Bohrfutter relativ genau, ist aber aus Plastik und nur 10 mm. Das ist ein negativer Punkt für mich. Die Kupplung ist gut, die Haptik ist gut, 14 Newtonmeter im ersten und ungefähr 5 im zweiten, das passt eigentlich. 56 Euro Kaufpreis finde ich mehr als in Ordnung, weil man hat 10 Jahre Garantie, 3 Jahre, wenn man es verlängert, auf den Rest, 10 auf dem Motor halt. Und 6 cm Länge ist extrem kompakt und nur 800 Gramm. Für die Größe und das Gewicht und den Preis finde ich es eigentlich sehr fair und finde wirklich, das ist ein sehr guter Akkuschrauber und im Prinzip, wer das Geld ausgeben will, für mich eigentlich fast der beste ist, den man so für die meisten Fälle haben kann. Kommen wir zu einer Enttäuschung für mich persönlich, zum Einhell TCD 1835 Li. Der hat eine Mindestumdrehungszahl von 47 Umdrehungen, das ist etwas höher als die anderen beiden. Er hat 600 Umdrehungen im ersten Gang, das ist eigentlich eine sehr gute Zahl für einen Gang. Aber er hat eben nur den einen Gang, das ist ein Nachteil. Dann Ton und Lautstärke sind gut, relativ leise, einer von den leisesten. Dann Bohrfutter ist relativ genau, aus Plastik, 10 mm, das sind ein paar Nachteile. Kupplung ist gut, Haptik ist gut, 6 Newtonmeter ist schwach und 30 Euro ist aber dafür gut. 19 cm Länge ist etwas lang für die Kraft, 1000 Gramm ist in Ordnung. Ja, weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich finde ihn persönlich halt nicht gut, ganz ehrlich. So, kommen wir zum Einhell TECD LIE. Mindestumdrehungszahl habe ich leider nicht gemessen. 370 im ersten Gang, 1320 im zweiten Gang maximal. Ton und Lautstärke sind in Ordnung. Bohrfutter ist relativ genau, ist aus Plastik. 13 mm, sehr ähnlich wie am 1840 Li. Kupplung ist gut, Haptik ist gut. Kupplung habe ich nicht aufgeschrieben, ist elektronisch, funktioniert aber sehr gut, weil eben, ich finde, der ist eben für Leute, die viel schrauben und wo sie das richtige Drehmoment finden für die Schrauben. Weil dann ist elektronische Kupplung unglaublich gut, weil es ist einfach so fein, wenn man nicht das nervige Geräusch hört und die Vibrationen und das Ganze. Elektronische Kupplung, die gut funktioniert, ist einfach besser wie eine mechanische Kupplung für mich, weil wer viele Schrauben versenkt, kürzere Schrauben und nicht die ganze Zeit denken will oder muss, ob er sie jetzt zu tief versenkt oder nicht versenkt. Deswegen elektronische Kupplung wie bei dem ist gut. Man kann kleine Schrauben versenken, 4x30 ohne Probleme. Ich weiß nicht, wie es bei kleineren ausschaut. Müsst es ausprobieren, wenn ihr es den testen wollt. 8 Newtonmeter maximales Drehmoment ist ein bisschen schwächer, aber ja, das ist halt bei dem. Schaltet früher ab wie der 1840, obwohl ich sehr sicher bin, dass es fast der gleiche Motor ist. Vielleicht ist es auch nicht der gleiche Motor, kann mir irren, aber sehr ähnlich eigentlich zu dem 1840, nur dass er halt elektronische Kupplung hat. Preis von 49 Euro ist okay, finde ich. Und er ist 20 cm lang, also ein bisschen länger ist er.
und 1130 Gramm schwer. Finde ich eigentlich beides in Ordnung. Das sind die Daten und Fakten zum TECD LIE. So, kommen wir zum praktischen Helfer, dem 1845 3XLI. Er hat eine maximale Umdrehungszahl von 450 und ungefähr 1600 im zweiten. Ton und Lautstärke sind gut. Bohrfutter ist relativ genau aus Plastik, 13 mm. Kupplung ist gut, Haptik ist gut. 9 Newtonmeter Drehmoment, ist ein bisschen schwächer. 110 Euro solo gerechnet kostet er. Er hat 3 Aufsätze, einmal den normale Bohrfutter, dann den Winkelaufsatz und den Exzenteraufsatz. Die sind sehr, sehr praktisch, wenn man irgendwo hinkommen muss, wo es enger ist oder um die Ecke kommt. Also das ist schon sehr praktisch, die Aufsätze, muss ich sagen. 21 cm ist er mit dem Bohrfutter lang, das ist auf der längeren Seite, aber 16 cm ohne Bohrfutter, das ist praktisch, weil da ist er relativ kurz oder sehr kurz eigentlich. Und das Gewicht beträgt 1110 Gramm mit Bohrfutter und 1000, wenn man ihn ohne den Bohrfutter verwendet. Und ja, sehr praktischer Helfer, muss ich sagen. Das sind die größten Vorteile. Er ist kein Leistungsmonster, er ist nichts Besonderes eigentlich, er ist leicht praktisch durch seine Aufsätze. So, kommen wir zum Geheimtipp, der 1848. Er hat eben das Problem, dass er ziemlich hohe Mindestumdrehungszahl von 66 hat. 360 im ersten Gang, was relativ niedrig ist, und 1400 im zweiten, was ebenso niedrig ist. Das Bohrfutter ist relativ genau, 13 mm, die Kupplung ist gut, Haptik ist gut, Drehmoment ist stark, 25 Newtonmeter. Kommen wir nun zum größten Nachteil. Er hat leider keinen richtigen Schutz, keinen Überlastungsschutz oder Überhitzungsschutz. Also er leistet so viel, bis er einfach abfackelt. Das ist ein großes Problem. Also wer mit dem gut umgehen kann, ist es ein Schnäppchen. Wer den nicht überlastet, wird er relativ lang halten, schätze ich einmal. Müsst mir es in die Kommentare schreiben, wer den 1848 hat, wie er sich schlägt. Von der Haltbarkeit. Und ja, 55 Euro kostet er ungefähr, ist relativ lang und relativ schwer. Aber ist halt relativ sehr günstig für die Kraft und ja. Wer viel Kraft braucht, aber nicht übertreibt, der wird, glaube ich, mit dem relativ glücklich. Und wenn ihm halt natürlich die Größe und das Gewicht wurscht ist. So, kommen wir nun zum alten, stärksten oder den ex-stärksten Akkuschrauber von Einhell, dem TECD LI bürstenlos. Der hat eine Mindestumdrehungszahl von 47, was so mittelmäßig ist. 500 Umdrehungen im ersten, 1800 im zweiten. Ton und Lautstärke sind in Ordnung. Bohrfuttergenauigkeit ist nur okay. Also bei mir war es relativ schlecht im Vergleich zu den anderen. Eigentlich ist das Bohrfutter gut, leider ungenau. Also das Bohrfutter selbst von der Haptik her ist ein Metallbohrfutter, guter Spannmechanismus, 13 mm. Die Kupplung hat gut funktioniert, die Haptik war gut. 18 Newtonmeter ist relativ gut. 75 Euro ist auch relativ okay. 19 cm lang, aber halt relativ schwer mit 1,45 Kilogramm. Aber was sage ich zu dem? Wer einen guten Preis für den hat oder findet, einen guten Deal, kann man ruhig zuschlagen zu dem statt dem TPCD, weil das ist, finde ich, ein direkter Konkurrent zum TPCD, wenn man ihn genug günstig ergattert. Weil die Leistung ist relativ ähnlich, nicht ganz, relativ ähnlich. Und die Größe auch. Der ist 1 cm länger und wiegt um die 100 Gramm mehr. Aber sonst ist alles relativ ähnlich, muss ich sagen. Immer nur ein sehr gutes Gerät von Einhell. Ja. So, kommen wir zum TECD 1850 LI bürstenlos. Mindestumdrehungszahl von 43 ist okay. 500 im ersten und 1725 im zweiten seien auch okay. Ton und Lautstärke seien in Ordnung. Bohrfutter ist relativ genau, aus Metall, guter Spannmechanismus wie beim TECD LI bürstenlos oder TPCD. 13 mm, Kupplung ist gut, Haptik ist gut. Drehmoment ist leider irgendwie schwach, ich weiß nicht, ob das nur mein Modell war, aber 13 Newtonmeter ist schon schwach und 4,4 im zweiten. Das sind Werte, die der kleine TECD 1840 LI bürstenlos schafft. Und das locker und der übertrifft es sogar. Also mit dem
1860 hat er nichts zu tun mit der TPCD oder TECD LE bürstenlos. Der ist weit weg von denen, von der Leistung her. Aber er ist nicht schlecht im Prinzip. Er ist halt einfach, ich finde ihn einfach, ja, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. 19 cm ist er lang, 1220 Gramm wiegt er, das ist gut. Und 75 € kostet er. Ich persönlich finde ihn zu teuer momentan, weil er eben DPCD auf dem Markt ist, der kleine 1840er, der im Prinzip gleich viel Leistung hat. Natürlich keine Schlagbaufunktion, aber trotzdem hat er gleich viel Leistung, wenn nicht mehr. Und ja, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, wenn er günstiger ist wie der TPCD, wenn er gleich viel kostet wie der kleine, dann würde ich ihn empfehlen, aber ich weiß nicht, für den Preis, ich persönlich würde ihn nicht kaufen, aber müsst ihr. So, kommen wir zu meinem ersten Akkuschrauber von Einhell, dem TECD 1840 Li. Er hat eine Mindestumdrehungszahl von 60 Umdrehungen, heißt relativ hoch ist die Mindestumdrehungszahl, ist nicht ganz so feinfühlig. Um die 380 im ersten und 1440 im zweiten. Ton und Lautstärke sind super, er ist einer von den leisesten, den ich getestet habe. Bohrfuttergenauigkeit ist auch gut, es ist zwar aus Plastik, aber es ist okay, das Bohrfutter. 13 mm, das passt. Kupplung ist gut, Haptik finde ich auch gut. 12 Newtonmeter im Drehmoment ist auch in Ordnung, 4,4 oder so im zweiten. Er kostet nur 40 € und ist 19 cm lang. Gewicht beträgt 1100 Gramm. Für mich ist es einfach preis-leistungstechnisch, auch für den Einsteiger ins Einhell-System, der Akkuschrauber überhaupt oder der Akkuschrauber schlechthin. Weil mit dem bin ich eingestiegen und ich habe einen guten Einstieg gemacht, weil der 1835 und so weiter wäre nicht so gut gewesen. Der und noch, ja, sagen wir so. Es ist einfach für mich einfach das Einsteigergerät von Einhell und das mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich würde den einfach nehmen, wer einsteigen will und dann schauen, ob er den eigenen Bedürfnissen entspricht. Wenn nicht, hat man ja einen Monat Zeit, ihn umzutauschen und dann probiert man anderen aus, wie es wollt natürlich. Aber für mich ist es das Einsteigergerät schlechthin. Ja. So, da habt ihr nochmal alle Drehmomente, wie ihr sehen könnt, oben alle Einhell, bis auf den TPCD und den 1848, die sich etwas weiter schlagen konnten. Da könnt ihr nochmal schön nachschauen, wer wie viel Drehmoment hat. Ja, das ist zum Drehmoment. Da seht ihr meine Testgeschwindigkeit in Sekunden, da könnt ihr auch nochmal nachschauen, wo welches Modell landet. Und ja, das sind die Werte. Ein paar schaffen es relativ weit hoch, wie der TPCD oder TECD LI bürstenlos, die sind sehr weit oben, aber ja, schaut euch einfach die Werte an. Da habt ihr das Gewicht, wie ihr sehen könnt, der 1840 LI bürstenlos schlägt alle mit Abstand, der ist einfach extrem leicht und kompakt. Und der 1835 auch mit dem 1840 und den Rest seht ihr ja, wo sie landen. Schaut euch die Werte an. Das ist die Lautstärke 1835, 1840 eben, wie ich schon immer gesagt habe, sehr leise und der Rest, also der TPCD auch, wie ihr sehen könnt, sehr, sehr laut und unangenehm. Das ist ein Nachteil beim TPCD, aber ja, schaut euch die Werte an und überlegt selber, was euch wichtig ist. Da sind nochmal alle Preise, die ich nachgeschaut habe. Unten ist Geizhals, meine Wunschliste oder meine Akkuschrauberliste verlinkt. Und Amazon-Links, wenn ihr es mir unterstützen wollt und über Amazon sowieso kaufen wollt und meinen Link verwendet, jetzt kriege ich eine kleine Provision. Wäre ich sehr dankbar, würde den Kanal unterstützen. Danke fürs Schauen, Servus und Ciao.